Was geht ab? Mein Name ist Renko. Ich arbeite seit 10 Jahren im Online-Marketing und werde diese Woche mein Coaching an den Nagel hängen. Let's go! Yeah, uppercut, punches got him busting up. Potion in his double cup, liquor got him buttered up. Yeah, shitting on my competition. Every track is like I got bubble guts. Fast life, buckle up. Yeah. Ja, was steht diese Woche eigentlich alles an? Also, ich habe heute ein paar Kampagnen umzusetzen, denn ein Bestandskunde hat noch mal ein bisschen Nachschub geliefert. Das heißt, es gibt ein bisschen was zu tun heute. Morgen habe ich einen Sales Call, der hoffentlich erfolgreich wird, denn dann kann ich mir eigentlich alle weiteren Sorgen sparen. Und am Donnerstag habe ich noch meine letzte Q&A mit meinen Coaching-Kunden und dann mache ich da den Sack zu, weil ich glaube, sich das für mich nicht lohnt, aber da werde ich noch mal eine Auswertung machen am Donnerstag. Ich werde jetzt meine Sachen packen und dann gehe ich ins Café zum Arbeiten und genau, eine Kleinigkeit werde ich mir heute noch gönnen, denn was braucht ein erfolgreicher Coach? Natürlich gute, gefakte Luxusware. Lass uns starten. Grundsätzlich verdiene ich seit 10 Jahren mein Geld mit Online-Marketing-Dienstleistungen. Also das heißt, das löst für meine Kunden aus der normalerweise reinen deutschen Wirtschaft, dass ich dort Kampagnen erstelle, Landingpages, Anzeigen, Texte etc., das Tracking einrichtet, also alles, was die Leute aber brauchen können, über Facebook und Instagram Anzeigen. Passiv, also wenn man das passiv sehen möchte, neue Kunden oder neue Mitarbeiter gewinnen wollen. Und das mache ich jetzt schon seit, glaube ich, 2015. Bin ich angefangen, 2015, Anfang 2016 oder so. Und ja, mit den Jahren hat sich das Ganze natürlich ein bisschen mehr und mehr gesteigert. Es sind ein paar neue Sachen zugekommen, die Nachfrage ist auch deutlich mehr geworden. Und so bin ich am Ende eigentlich auch bei meinem eigenen Coaching gelandet, weil einfach mehr und mehr Leute eher jemanden gesucht haben, der ihnen erklärt, wie das Ganze funktioniert, weil das ist halt alles andere als ein Ausbildungsberuf. Ich glaube, jeder, der mal mit Facebook-Ads gearbeitet hat, ganz egal ob Business Manager oder Business Suite oder Business Portfolio oder wie auch immer, in den letzten Jahren, das ist einfach der ganze Chaosladen. Und da habe ich eigentlich so die Idee gehabt, okay, cool, probiere ich mal aus, weil vielleicht kann ich dann daraus ja auch so ein digitales Produkt erstellen und einfach weniger Termine einfach pro Woche haben, weil ich einfach echt sehr, sehr busy manchmal war mit einfach Meetings und dadurch, dass ich in einer Zeitzone bin, ist halt ganz schnell mein ganzer Nachmittag voll mit eher Kundencalls. Auch wenn du introvertiert bist, dann ist es vielleicht ein bisschen anstrengend, immer in Gesprächen bist. Also ich habe ab und zu meine Tage, wo ich so 4, 5 Meetings an einem Tag habe und danach bin ich komplett, danach kannst du mich komplett in die Tonne kloppen, weil mein Kopf einfach so überfordert ist von den ganzen Gesprächen, von dem ganzen Socializing und da ist es für mich eine nette Abwechslung, wenn ich jetzt wie heute einfach mal nur so einen Tag habe, wo ich einfach nur stumpf Kampagnen erstellen, Landingpages, Anzeigen und so weiter und das Ganze wird auch nicht schlechter bezahlt. Daher, werde ich jetzt fertig machen, dann werde ich mir vielleicht noch eine Kleinigkeit gönnen, aber dazu später. Ich bin ein Laden, wo man nicht besser Fakes kaufen kann, als ein Laden, der Hello Kitty im Schaufenster hat. Also ich muss ja am Freitag auf den Visa-Run gehen und ich habe zwar schon einen Koffer, aber warum sollte ich mir nicht, wenn ich jetzt hier schon in Vietnam bin, nicht noch einen schönen Remover-Koffer gönnen? Also hier gibt es welche für ca. 100 € und die sind genauso gut wie die Originalen. Also du kannst mir erzählen, was du willst, aber es macht keinen Sinn dafür irgendwie 1000 noch was Euro auszugeben, nur dafür, dass du halt Garantie auf die Plastikdinger hast. Da hole ich mir lieber hier einen für schlappe 100 € und das mache ich jetzt noch einfach mal. Above it, it makes it hard to breathe when we're living in the flames. So make rhythms and we influence the youngest. It's like we plant the seed and watch them grow into the names. Lately I've been studying Ibrahim Traore. Die hatten leider nicht mehr die Carry-On-Größe, aber die bestellen mir den. Also man kann die bei Instagram schreiben und dann bestellen sie dir das, was du halt haben willst. Der Laden hat echt richtig schöne Sachen, also auch so ein paar nicht so typische Designer-Abklatsch-Sachen und kann ich auf jeden Fall empfehlen.
immer wieder witzig finde, ist, dass es Leute gibt, die einfach sagen, dass man ja als digitaler Nomade keine Kunden finden kann und dass es ganz viele Leute gibt, die einen ja nicht mit einem zusammenarbeiten wollen und das mag mit Sicherheit sein. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der sagt, ja, nee, das geht nicht und wegen irgendwie rechtlichen Sachen oder sowas, Versicherung, keine Ahnung. Also das habe ich persönlich in den letzten Jahren noch nicht ein einziges Mal gehört. Die Leute, die da möglicherweise einem absagen, sind wahrscheinlich auch Leute, mit denen man sowieso nicht zusammenarbeiten würde. Es kommt eher darauf an, wie gehst du das Ganze an. Gleich den Termin zum Beispiel habe ich auch über Freelancer Map gefunden, beziehungsweise die Person habe ich darüber gefunden und geschrieben, er sucht jemanden, der Kampagnen erstellt. Ich meine so, ich mache das und das für die und die Kunden. Hat gematcht, zack, fertig. Ich bin mal gespannt, was der Kollege gleich zu erzählen hat. Ich weiß schon, worum es geht. Ich weiß, was er braucht. Ich weiß, was ich liefern müsste, um seinen Wunsch zu erfüllen. Aber wir lernen uns gleich erstmal kennen, um zu gucken, ob die Person wirklich bei mir an der richtigen Adresse ist und ob wir dann auch persönlich auf einer Wellenlänge sind, weil wenn man merkt, dass es da irgendwie vielleicht ein gewisses Gefälle gibt von der einen oder von der anderen Seite, dann macht das auch keinen Sinn. Also schauen wir mal, wie es läuft. Die kreative Ausarbeitung, weil das Technische, das kann eigentlich jeder umsetzen und da findet man auch genug YouTube-Videos, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich kann dir gleich im Anschluss einmal eine Case-Study rüberschicken, da habe ich das eigentlich schon aufbereitet, wie das Ganze einmal optisch aussieht und wie auch so meine Vorgehensweise ist, wenn ich Kampagnen umsetze und jetzt nicht irgendwie Facebook-Kampagnen, sondern eher so das inhaltliche Thema angehe, damit wir halt diese sogenannte Brücke einmal bauen. Ja, dann lass uns gerne 11 bis 12 machen. Setzen wir uns da einmal eine Stunde hin. Vielleicht brauchen wir die gar nicht komplett, aber haben wir da auf jeden Fall genug Zeit und genug Ruhe. Ich würde dir dann auch Google Meets Links zuschicken und dann sehen wir uns auch einmal. Okay, super. Dann danke ich dir für deine Zeit. Wenn du noch mal irgendwelche Fragen hast, die dir gleich noch mal einfallen, kannst du mir gerne rüberschicken. Dann füge ich das noch mal mit hinzu. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Montag um 11 Uhr. Gerne. Danke dir. Ciao. Ja, der Termin war gut. Also viel, viel besser, als ich gedacht hatte. Wir werden nächste Woche nochmal sprechen und dann schauen wir nochmal, ob wir uns strategisch einigen können. Also, dass ich genau weiß, was er braucht und er auch genau weiß, was ich brauche, damit ich einen guten Job machen kann. Und dann sehen wir mal weiter. Aber auch immer ein guter Call und ich glaube, jetzt mache ich Feierabend. Ja, ich werde auf jeden Fall, wenn es da was Neues gibt oder wenn es da ein Update gibt, mich auf jeden Fall hören lassen. Da bin ich gespannt. Ja. Dann alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Danke und freue mich. Ich wünsche dir alles wirklich Gute. Mach's gut. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss, Baba. Bitte, ciao. Ciao. Okay, also ich habe mir in den letzten Tagen schon so ein paar Gedanken dazu gemacht, wie ich jetzt weitermachen sollte. Und wenn ich so gucke, was mein Ziel war, dass ich mir ein passives zweites Einkommen aufbaue, muss ich sagen, dass es nicht ganz so passiv war, wie ich es mir erhofft hatte. Also ich habe zwar über 3 Jahre verteilt fast 50.000 € mit dem Coaching verdient, aber hatte halt auch fast 10.000 € Kosten für meine Tools und für ein paar Freelancer, die mich dabei unterstützt haben. Und dann kommt nochmal meine Arbeitszeit mit hinzu. Also ich glaube, summa summarum bin ich wahrscheinlich bei plus minus 0 rausgegangen, aber habe natürlich jetzt ein fertiges digitales Produkt am Start, was ich jetzt verkaufen könnte. Aber muss ehrlicherweise sagen, ich will mich selber nicht als Coach positionieren. Das ist schon seit Anfang an ein Problem für mich. Und ich habe gestern auch in dem Meeting gemerkt, dass ich mich im Done for You einfach wohler fühle und auch besser bezahlt werde. Es ist einfach so, dass ich mit meinem Done for You Kunden ungefähr 7.000 bis 10.000 € in 3 Monaten einnehme und mit einem Coaching-Kunden bin ich bei ca. 2.500 €. Also da ist es eigentlich relativ easy für sich zu entscheiden, was rentabler ist. Aber wenn man halt gerne redet und vielleicht ein bisschen extrovertierter ist als ich und auch kein Problem hat mit dem Begriff Coaching, ist das eine lukrative Sache, auch ohne dass man eine krasse, große Reichweite hat. Aber ich glaube, für mich ist das einfach. Ich bin mittlerweile in Kuala Lumpur angekommen und werde das Video jetzt hier beenden. Wenn du wissen willst, was ich hier mache, solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren, das Video liken und dann sehen wir uns im nächsten Video, denn ich werde jetzt ein paar spannende Tage hier verbringen. Bis dann.